the Hotel Albina. This is tape number 8, I believe. Okay, Mom. Now, after Opie died, I understand that your mother was very concerned about your knowledge of your father's music. What happened then? Ja. Also das war eigentlich etwas, was total unerwartet kam. Ich weiß nicht, ob es der Tod meines Vaters war und die ganze Konstellation und Nervosität und alles. Er ist gestorben aus Unglück, aus Verzweiflung, keine Stellung mehr gehabt. Jetzt verstehe ich ja, hat eine Depression gehabt. Das hat man damals von solchen Sachen gar nicht gesprochen. Heute hätte man ihm vielleicht helfen können. Und nachdem er gestorben ist, auf einmal haben meine Mutter und Alice und Kurt Frenkel, also ihr Mann, plötzlich sich große Sorgen gemacht über das Erbe meines Vaters, das doch im Grunde genommen überhaupt nicht existierte. Und das Einzige, was da war, war noch Musik, die er geschrieben hatte und die nicht verlegt war, für die sich noch niemand gefunden hatte und für den weiter kein großes Interesse war. Er hatte in den letzten Jahren noch ein Musical geschrieben, versucht zu schreiben. Es war eine chinesische Geschichte, hieß Tingling, mit einem sehr begabten jungen Mann, der hieß Dick Diamond, der das Libretto geschrieben hat. Und es ist sogar dann so weit gekommen, dass es in Ogunquit aufgeführt wurde und hatte einen ziemlichen Erfolg. Ich hatte es nicht gesehen. Und auf einmal war der Einzige, der die Musik kannte. Und wie du weißt, ich konnte mich immer ans Klavier setzen und alles spielen, was ich gehört habe. Also der Einzige, der die Musik kannte, war ich. Und darüber machten sich meine Mutter und Alice große Sorgen. Ich weiß nicht, ob das war auf den Ratschlag von ihrem Mann, von Kurt Frenkel, dass sich alle plötzliche Sorgen machen, was ich mit der Musik machen würde. Das Interessante an dem allen war, dass er mit allem, was er komponiert hatte, nicht einen Pfennig verdienen konnte. Und dass plötzlich sie sich alle Sorgen gemacht haben, was ich mit dem, was in meinem Kopf war, die Musik, was ich damit noch anfangen könnte, dass ich damit noch Millionen verdienen könnte. Und meine Mutter fand, dass sie sich plötzlich doch mit einem Rechtsanwalt beraten müsste, um festzustellen, wie man sich vor mir schützen könnte. Kannst du dir diese Situation vorstellen? Maurice war ganz außer sich, ich war außer sich, wir waren alle böse, man hat sich gezankt. Aber wie solche Sachen dann sind, ich habe sie davon überzeugt, dass ich doch damit überhaupt nichts anfangen kann. Haben Sie sich angeklagt? Nein, so weit ging es nicht, aber sie haben sich einen Rechtsanwalt genommen und der Rechtsanwalt hat sich mit mir unterhalten. Natürlich, der Rechtsanwalt war ein vernünftiger Mann und nachdem er gehört hat, was ich gesagt habe, hat er auch natürlich verstanden, dass das alles Blödsinn war und man hat sich dann langsam wieder beruhigt. Und langsam aber sicher kam die Situation dann wieder in eine bessere Fahrbahn, wenn überhaupt. Ich meine, mit meiner Schwester ging es ja nie gut und kamen Jahre, wo wir überhaupt miteinander nicht gesprochen haben. Und dann hat der Rechtsanwalt, der inzwischen mit uns Fühlung genommen hat, gesagt, wir müssten etwas machen wegen der Wiedergutmachung in Deutschland. Inzwischen kamen Sachen heraus, dass man etwas zurückbekommen konnte. Und das ist uns eigentlich auch nicht gelungen, zu einem ganz, ganz kleinen Teil. Wir haben noch alles verloren. Viel Geld war ja nie da, aber man hat die Wohnung sozusagen verschleudert und alles, was man gehabt hat und hat weiter keine Ansprüche gemacht. Dazu kam noch, dass er unseligerweise doch schon so lange aus einer festen Position heraus war. Er hat in Berlin immer noch dirigiert, das hatte ich dir nicht erzählt. Er war sehr, sehr befreundet, doch mit allen, mit vielen, vielen Leuten, auch mit Leopold Jessner, der war der Generalintendant von allen Theatern. Und dann hat Egmont aufgeführt und dazu war doch eine wunderbare Musik. Und da hat der Jessner ihn gebeten, die Ouvertüre von Egmont zu dirigieren. Und von Zeit zu Zeit hat er dann auch noch in der Staatsoper dirigiert. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass die Jüdin aufgeführt wurde mit Leo Schlesak.
Und daran erinnere ich mich noch sehr genau. Ich weiß nicht genau, in welchem Jahr das war. Aber mein Vater machte die Proben zu Hause bei sich. Und Leo Schlesag, der doch ein sehr, sehr berühmter Mann war, war auch der Einzige, der diese Rolle schon immer kreiert hat und immer gesungen hatte, kam zu uns zu Besuch. Und mein Vater hat eine neue Kaffeemaschine ausprobiert. Mein Vater hat immer den Kaffee gekocht. Es wurde bei Wackerl immer sehr, sehr guter Kuchen gebacken. Aber den Kaffee, das war immer die Angelegenheit meines Vaters, und hat eine wunderbare neue Maschine gekauft, auf die er sehr stolz war. Ich weiß nicht, ob sie von Amerika kam oder wo sie herkam. Jedenfalls sah aus wie eine Art Samovar. Und man musste einen Hebel bedienen, um den Kaffee herauszunehmen. Und mein Vater war sehr, sehr stolz und sagte zu Schlesag, nachdem sie geprobt haben: Also Schlesag, jetzt werde ich Ihnen mal einen guten Kaffee vorsetzen. Und dann hat er also die Maschine angemacht, und dann passierte, dass er es aufgedreht hat und nie mehr zudrehen konnte. Und dass alles im Esszimmer überschwemmt war von dem Kaffee, den mein Vater gekocht hat. Daran erinnere ich mich noch sehr genau, wie der Schlesag kam. Er war ein so großer Mann, kam das Mädchen rein und hat gesagt, ein Riese ist gekommen. Und so Leute wie Schlesag und Reinhardt und die ganzen Prominenten der damaligen Zeit sind alle zu uns gekommen. Und ich musste dir auch eine Geschichte erzählen von Josef Schmidt, der nach Amerika kam und uns natürlich auch besucht hatte, wie alle Leute. Mein Vater hatte hier die Fühlung zu den Leuten eigentlich niemals verloren. Und Josef Schmidt kam mit seinem Onkel, der sein Manager war, nach Amerika. Mein Vater hatte immer die besten Ideen für jeden Menschen und leider unseligerweise, wie es manchmal ist, nicht mehr für sich. Aber ich erinnere mich noch genau, wie Josef Schmidt kam, und ich kannte ihn, denn mein Vater war 1931 war mein Vater in Moskau und hat im Bolschoi-Theater dirigiert. Er war dort einige Zeit. Und er kam zurück mit einem Auszug, einem gedruckten Auszug von einer Oper von Tschaikowski. Das hieß Die Pantöffelchen der Zarin, die man sehr, sehr wenig gespielt hat. Eine Geschichte mit allen möglichen Geistern und Zwergen und ein interessantes Märchen, mehr oder weniger. Und das war wunderschön, und mein Vater wollte hat diese Oper bearbeitet und hat sie kolossal verkürzt. Sie war wahnsinnig lang und war viel zu viel drin. Und er arbeitete zusammen mit einem Mann, der auch ein sehr, sehr bekannter Mann in Berlin war. Das war der Dr. Kurt Pinthus. Er war eigentlich ein Dramakritiker, er war kein Musikkritiker, aber er war ein alter, guter Freund meines Vaters, ein sehr, sehr bekannter Mann. Also ich möchte sagen, vielleicht neben Alfred Kerr, einer der berühmtesten Dramakritiker. Ich glaube, er schrieb im 8 Uhr Abendblatt oder Berliner Tageblatt, ich bin nicht ganz sicher. Und mit dem hat er zusammen ein neues Libretto zusammengestellt. Es ist dann auch gedruckt worden. Mein Vater war da immer sehr schnell. Wenn etwas nicht gleich angenommen wurde, das hat er alleine gedruckt und auch noch viel Geld reingesteckt. Und er hat es aber nicht an einer Oper anbringen können. Aber es wurde im Radio gespielt. Und war sogar, wie ich mich erinnern kann, ein sehr, sehr großer Erfolg. Ich war damals so ungefähr 14, 15 Jahre alt. Und ich erinnere mich noch, die Proben wurden zu Hause gemacht, eine ausgezeichnete Sängerin, ausgezeichnete Leute. Und ich erinnere mich sogar noch an die Hauptfiguren. Und der Schmidt sang die Tenorrolle, der hieß Nikita. Und mein Vater konnte sich einfach nie beruhigen, wie musikalisch Josef Schmidt war. Er hatte damals schon eine sehr, sehr große Karriere in Deutschland. Er sang überall. Das Unglück war, zu dieser Zeit hat man nur gerne sehr schöne Leute für einen Film genommen. Er war sehr unansehnlich, er war klein, er hat eine große Nase gehabt. Er sah wirklich nach nichts aus, und trotzdem hat er sogar dann noch einen Film gemacht. Das hieß Ein Lied um die Welt, und das war ein großer, großer Erfolg.
Aber er hat überall einen sehr tüchtigen Onkel gehabt, der ihn sehr gut gemanagt hat. Er war sein Impresario. Und die beiden kamen nach Amerika. Der Schmidt hat einmal ein Konzert für ihn arrangiert in Carnegie Hall. Herr Schmidt hatte, wenn er gesprochen hat, im ständigen Leben eine total heisere Stimme gehabt. Er war immer, als ob er gerade heiser war, eine Halsentzündung gehabt hat, aber so wie er den Mund aufgemacht hat, hat gesungen, hatte er eine klare, wunderbare Stimme. Eine ganz außergewöhnlich schöne Stimme. Und der kam zu uns zu Besuch und da war noch ein sehr berühmter Professor aus Wien da, der auch eingewandert war mit Frau und Tochter. Und die waren auch mit dem Schmidt gut bekannt und die wollten, ich weiß nicht mehr, ob er Wolf oder Wolfsberger hieß. Und er war auch ein Musikprofessor, haben auch versucht, sich eine Position in Amerika zu schaffen in New York und hatten eine sehr, sehr hübsche Tochter, die hieß Lette. Und die Lette, die Mutter wollte sie unbedingt an den Schmidt verheiraten. Aber es war überhaupt gar nichts zu machen. Der Schmidt war furchtbar nervös und er hat das Konzert gegeben mit Carnegie Hall und das war nicht der Erfolg. Ich glaube, der Grund war, er benutzte ein Mikrofon. Man hat immer in Berlin gesagt, dadurch, dass er so heiser war, das Mikrofon ist erfunden worden für die Stimme von Joseph Schmidt. Und man war das nicht gewöhnt, dass jemand im Mikrofon gesungen hat, was ja heute gang und gäbe ist bei sehr vielen Sängern. Ich habe jetzt sogar gelesen, dass man im City-Theater lauter Mikrofone angebracht hat, in der City-Oper. Und es war kein Erfolg und der Schmidt war also ganz verzweifelt, was er machen sollte. Der kam immer zu uns zu Besuch und hat das alles immer besprochen und ich war auch dann immer dabei. Er hatte auf mich auch einen großen Eindruck gemacht. Ich wusste immer noch, was er für ein großer Name war in Deutschland und mein Vater gesagt, also, was soll ich machen? Er wollte unbedingt zurück. Er hatte viele, viele Verträge in Ungarn, in der Tschechoslowakei, in Deutschland, in Österreich, also in allen, wo man überall auch Deutsch gesprochen hat, er gesungen. Er war ein Rumäne und er sprach natürlich auch die Balkansprachen. Und mein Vater hatte immer einen Blick auf alle Sachen, nur nicht für sich. Aber hat zum Beispiel zum Schmidt gesagt, Schmidt, gehen Sie nicht zurück. Es wird Ihr Unglück werden. Bleiben Sie hier. Hat der Schmidt gesagt, was soll ich hier machen in Amerika? Ich werde hier nicht singen können, ich werde nirgends reinkommen. Hat mein Vater gesagt, du wirst ein Kantor werden. Du wirst die beste Stellung deines Lebens haben. Ein Mann wie du wird jede große jüdische Gemeinde engagieren. Du wirst dir mehr Geld verdienen, wie du je verdient hast. Und das hätte er auch ohne weiteres haben können. Aber der Onkel hat ihn rausgeredet. Nein, sie wollten das Geld noch machen, sie wollten auch nach Europa gehen, es wird alles nicht so schlimm werden. Man war noch in einer Zeit, wo man irgendwie überhaupt nicht verstanden hat, worum es ging und worum es gehen würde. Und so ist der arme Schmidt zurückgekehrt nach Europa. Und du wirst das vielleicht gelesen haben, er hat dann auf sehr tragische Weise gestorben. Er ist dann geflohen, er ist über die Grenze gegangen, man hat ihm irgendwie geholfen, er ist in die Schweiz gegangen über die Berge und hat sich scheinbar furchtbar angestrengt und übernommen, er bekam eine Erkältung. Und wie man erzählt hat, hat man sich in der Schweiz an der Grenze nicht sehr, sehr nett zu ihm benommen. Und er kam dann irgendwo an und man hat ihn in ein Arbeitscamp gesteckt. Er bekam eine Lungenentzündung und darauf eine Herzattacke und ist in sehr, sehr jungen Jahren gestorben. Er ist auch begraben. Ich bin nach Morcote gegangen. In Morcote sind sehr viele Sänger begraben, aber Schmidt war nicht dabei. Er ist auf irgendeinem anderen Friedhof in der Schweiz, ich weiß nicht genau, wo ist er begraben worden. Aber solche Leute haben uns in einem Fort besucht, auch in Amerika. Auch Richard Tauber kam meinen Vater besuchen. Und Richard Tauber lebt in der Zwischenzeit in England. Er war noch zur Zeit rausgegangen und hat sogar noch eine unerhört schöne Operette selber komponiert. Er hat doch alle Sachen von Lehar gesungen. Und er hat selbst eine wunderschöne Operette komponiert in England. Aber jeder wollte noch mal irgendwie Fuß fassen in Amerika. Und so kamen sie alle nach New York. Und Richard Tauber sang in Land des Lächelns. Es war auch nicht der große Erfolg
die man sich versprochen hatte. Viele Sachen gingen schief. Ich war in irgendeiner Weise, hat man sich vielleicht auch mit dem Schicksal meines Vaters getröstet, denn selbst ein Reinhardt, der doch der größte Mann in Europa im Theater war, hat auch keinen Erfolg gehabt. Er machte The Eternal Road, man hat nicht furchtbar viel Geld ausgegeben, das wurde auch alles nicht richtig und er wollte nicht nach Hollywood gehen und er ist dann auch an einem Schlaganfall in New York gestorben. Es waren lauter tragische Geschichten um diese Zeit herum und wir waren von dem allen natürlich alle sehr betroffen, aber nach dem Tode meines Vaters fingen wir also alle an, uns dann auf uns selbst zu konzentrieren. Und besonders möchte ich sagen, fing ich an, mich auf mein Leben zu konzentrieren. Und ich kam dann zu der Überzeugung, dass ich nicht einfach so weiterleben konnte und glauben konnte, dass weitere Wunder passieren würden. Es ging Maurice schlecht, gesundheitlich. Und ich habe gesagt, ich muss etwas unternehmen, ich muss etwas machen. Inzwischen, ich weiß nicht, ob das zu derselben Zeit war, und um diese Zeit habe ich mir dann überlegt, mein Vater hat immer zu mir gesagt, du musst gehört werden, du musst gesehen werden. Und so habe ich dann eine Decision getroffen, dass ich, um Kritiken zu bekommen oder irgendetwas zu unternehmen, was man dann vielleicht ausnutzen konnte, habe ich mir überlegt, ich werde ein Konzert geben. Und es gab damals etwas, eine kleine Konzerthalle, die hieß Times Hall. Und ich habe ein Programm zusammengestellt und das war schon 3 Monate nach deiner Geburt. Let me ask you, before you get to that, didn't Maurice have a stroke shortly before I was born? Nein, nein, er hat nie, ja, einmal hat er etwas gehabt, er hat vielleicht einen sogenannten Streif gehabt. Da hat er sich auch nicht gut gefühlt, der Blutdruck ging wieder sehr, sehr hoch. Und wir hatten damals einen Arzt kennengelernt in Queens, einen Dr. Lerner, mit dem wir uns dann sehr, sehr befreundeten. Und er war mehr wie ein Arzt, er war ein sehr, sehr guter Freund. Und er sagte mir damals, dass Maurice sehr, sehr krank war und dass der Blutdruck einfach nicht aufzuhalten war und dass ich damit rechnen müsste, dass ihm irgendetwas passieren konnte. Also wir hatten noch nichts, Geld hatten wir nicht, eine Lebensversicherung hatten wir auch nicht und es war überhaupt nichts da. Und ich glaube, das war der Grund, dass ich zu dieser Zeit dann gesagt habe, inzwischen hatte ich 2 Kinder, ich muss etwas machen, um irgendwie wieder auf die Füße zu kommen. Und das Einzige, was ich eben konnte, war singen. Und ich wollte nicht warten, bis ich wieder irgendeine Stellung, irgendeine im Theater finden würde. Das war ja mal furchtbar schwer. Und so habe ich mir vorgenommen, ein Konzert zu geben. Inzwischen war aus Berlin auch ein wunderbarer Pianist gekommen, der hieß Walter Josef. Und Walter Josef war einer der unattraktivsten Männer, die man sich vorstellen konnte. Er hatte eine plattgedrückte Nase, er hatte 2 Plattfüße. Er war wirklich ein besonders äußerlich unattraktiver Mann, aber ein hochintelligenter Mann und ein fabelhafter Pianist. Er spielte mit Rudolf Nelson zusammen, noch weit vor meiner Zeit, in einem Kabarett, die Blaue Note am Kurfürstendamm. Und die hatten ein kleines Kabarett, da ist jeder aufgetreten, inklusive Marlene Dietrich. Und die hat dort ihren Anfang gemacht und alle möglichen Kabarettisten dort aufgetreten. Und der Walter Josef kam auch mit Frau und Kind nach Amerika und hat überall ein bisschen, wie man gesagt hat, herumgetingelt. Und wir kannten uns, er kannte natürlich meine Familie aus Berlin und ich habe mit ihm gearbeitet und wir haben ein sehr, sehr schönes Programm zusammengestellt. Das fing an mit klassischen Liedern und in
Im Mittelteil sage ich französische Chansons und deutsche Lieder aus Operetten von Oskar Strauß und was und sogar Josef Strauß aus der Fledermaus gesungen. Und im letzten Teil habe ich angebaut ein jiddisches Programm, für das damals dann das Interesse begann. Und mein Vater, wo er noch gelebt hat, hat er sich gewundert, dass ich das überhaupt konnte. Denn ich habe nie in meinem Leben Jiddisch gehört, aber ich habe das gelernt durch Alliteration, durch Bücher und habe ein Programm zusammengestellt und kannte natürlich, Maurice war noch im Diamantclub und alle Leute wussten, dass er krank war und alle Leute wussten, dass er 2 kleine Kinder hat und alle Leute wussten, dass es ihm nicht gut geht und viele Leute haben mir geholfen und man hat sozusagen das Konzert total ausverkauft. Ich wollte unbedingt, dass Leute mich hören, das war sehr schwierig und ich wollte, damals war der große Impresario seiner Zeit, war Sol Yurok. Und so über Sol Yurok sind ja viele Geschichten geschrieben worden, denen ging es auch sozusagen viele, viele Jahre sehr dreckig. Aber dann fing er an, plötzlich sehr, sehr erfolgreich zu sein. Und ich ging in sein Büro, ich wollte ihn sprechen und die Sekretärin wollte mich nicht reinlassen und ich bin einfach in sein Büro gegangen, ohne gebeten worden zu sein. Im Gegenteil, sie haben mich fast rausgeschmissen und ich stand ihm plötzlich gegenüber und habe gesagt, Mr. Yurok, ich muss mit Ihnen sprechen, Sie wissen doch, wer ich bin die Tochter von Ignaz Warkalter. Und er war dann auch sehr nett und ich habe mit ihm gesprochen und habe ihm gesagt, ich gebe ein Konzert und ich möchte gerne, dass Sie mich hören. Und das große Wunder geschah, dass dieser Mann, der doch ein so berühmter und sehr beschäftigter Mann war, habe ich doch scheinbar irgendeinen Eindruck auf ihn gemacht und er kam. Jeder Mensch hat ihn gesehen. Es war so, als ob er eigentlich neben jedem Menschen gesehen hat. Denn wen ich nachher gesprochen habe, hat gesagt, ich habe neben Sol Yurok gesessen. Und er war sehr, sehr begeistert von diesem Konzert. Ich bekam auch wunderbare Kritiken. Weiter ist nichts dabei herausgekommen, aber ich habe jedenfalls noch etwas Geld verdient. Und Yurok bat mich dann in sein Büro. Ich habe ihn dann gesehen und habe ihm geschrieben und ihn gefragt, was soll ich machen? Dann hat der Yurok gesagt, ich kann das gar nicht verstehen, was Sie machen, sondern Sie müssen nach Europa fahren. Sie müssen in Europa sich eine Karriere aufbauen. Hier können Sie sie nicht machen. Aber wenn Sie drüben werden Sie einen Erfolg haben, es wird sicher keine Schwierigkeit sein. Und dann können Sie, wenn Sie es dann machen, aber vielleicht irgendetwas machen. Dann habe ich doch zu ihm gesagt, Herr Yurok, wie soll ich nach Europa fahren? Ich habe 2 kleine Kinder, ich habe kein Geld, ich habe einen kranken Mann. Das konnte er überhaupt nicht verstehen. Ein Mädchen, das so schön ist und so begabt ist, muss er doch einen Freund haben. Sag ich habe aber keinen. Und er hat sich aber doch für mich bemüht und er gab mir sogar eine Beziehung zu einer anderen Agentur, die mir dann Konzerte verschaffen wollten in Universitäten, wo ich so kleine Abende, ähnlich wie mein Konzert hätte geben können. Und in der Zwischenzeit war dazwischen ein anderes Konzert, in dem ich großen Erfolg hatte. Man hat ein Weil Memorial, inzwischen ist Kurt Weil gestorben, und man hat ein Weil Memorial Konzert gemacht. Und der Originalproducer von der Drei-Groschen-Oper in Berlin hat diese Aufführung dieses Konzert zustande gebracht. Und ich sollte das Barbara-Lied singen und die Jenny-Saga. Da waren sehr, sehr gute Leute, die mitgemacht haben. Ein alter Freund, Gabor Corelli, der lebt jetzt auch nicht mehr, und Kitty Carlisle und viele sehr bekannte Sänger haben dieses Konzert gesungen. Und wir haben... Kitty Carlisle, go on. Ha? The concert, Kitty Carlisle. Dieses Konzert wurde arrangiert von einem gewissen Felix Gerstmann, mit dem ich schon viele Abende gesungen hatte. Er hat für
die ganzen Refugees Konzerte veranstaltet, die eigentlich immer ziemlich ausverkauft waren. Ich glaube, ich habe schon mal von ihm irgendwo gesprochen in unseren Unterhaltungen. Es hat sich dann eine große Audienz gefunden, die gerne ihre Leute gehört haben. Inzwischen waren so viele Leute angekommen, Siegfried Arno und Oskar Karl Weiß und wer nur alles da war. Man hat Abende veranstaltet und da hab ich natürlich auch immer mitgemacht und mitgesungen. Und er hat sich dann entschlossen, Kurt Weill war gestorben, ein Memorial-Konzert zu machen. Und in dem also nur Weil-Sachen natürlich aufgeführt wurden. Und man hat dann aus der Oper Mahagoni wir hatten sehr gute Leute, aber ein Mann da, der hat das geleitet, musikalisch, ein gewisser Professor Kramer, der war inzwischen auch an einer Universität, ein Musikprofessor. Und man hat alle berühmten und bekannten Sachen von Kurt Weill aufgeführt. Das erste war, wo war ich jetzt? Bei diesem Konzert. Ja. Also die Konzerte von Gerstmann waren mehr oder weniger deutsche und österreichische Familienkonzerte, wo alles kam, was eben rübergekommen war und die noch immer in keiner Weise eine Beziehung hatten zu amerikanischer Musik und amerikanischen Musicals. Und diese Konzerte waren immer alle ausverkauft, immer ein großer Erfolg. Und ich habe das immer gesungen. Und ich war dann also sehr, sehr glücklich, dass er mich natürlich wieder angerufen hat und wollte, dass ich in dem Weil-Konzert mitmache. Dieses Weil-Konzert wurde geleitet und arrangiert und die Regie führte ein Mann, der hieß Aufricht. War einer der feinsten und nettesten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Ich werde ihn nie vergessen. Er war derjenige, der den Mut gehabt hat, in Berlin die Drei-Groschen-Oper zu spielen. Ich erinnere mich noch, damals war ich noch zu jung, um dahin zu gehen oder zur Premiere zu gehen. Das war damals eine kolossale Sache. Menschen haben darüber gesprochen. Und der Aufricht war der Sohn eines Bankiers, aber er war ein großer Theaterfreund und Musikliebhaber, ein kolossal netter Mann. Und es wurde dann mit ihm festgelegt, wer alles spielen sollte. Natürlich wäre Lotte Lenya die ideale Person gewesen, um in diesem Konzert zu singen. Und der Grund, dass ich beauftragt wurde, diese Rollen, die Seeräuber Jenny und das Barbara-Lied zu singen, kam eigentlich nur deshalb, weil Lotte Lenya, die nie gesund war und immer kränkelte, im Hospital war und gar nicht auftreten konnte. Und wir probierten also, und der Aufricht hatte mich furchtbar gerne. Wir haben große Konversationen gehabt und ich habe eine gewisse Idee gehabt, wie ich es singen wollte. Ich wollte singen, das Barbara-Lied auf eine mehr sentimentale Weise. Und so haben sie es eigentlich in Berlin nie gespielt. Und wir haben große Konversationen darüber gehabt, aber sie haben respektiert, dass ich das so singen soll, wie ich es eben wollte. Und alle waren eigentlich entzückt. Und wir probierten sehr, sehr oft und zum Schluss fast jeden Tag für dieses Konzert, das sich sehr, sehr schnell ausverkaufte in der Town Hall. Und es war ganz kurz, vielleicht 4, 5 Tage vor diesem Konzert, als ich eines Morgens zur Probe kam. Das waren schon die Endproben. Inzwischen, ich erinnere mich jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, es war aus Mahagoni ein Chor, den ich leitete. Wir waren 5, 6 Leute und das war der Anfang vom Konzert. Und das wurde geprobt und alles stand auf den Füßen, alle waren begeistert und ich kam zu einer Probe. Und als ich hereinkam, sah ich, dass es war irgendeine eigenartige Stimmung. Alle Leute guckten mich an und man wisperte und man sprach und es war irgendetwas, war nicht in Ordnung. Ich wusste nicht genau was und auf einmal wurde abgeklopft und Aufricht hat gesagt, also Beatrice, ich muss Ihnen etwas sagen, es ist mir wahnsinnig unangenehm und Sie haben die ganzen Proben gemacht und alles, aber es ist etwas geschehen.
weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen sollte. Inzwischen ging die Türe auf und Lotte Lenya erschien plötzlich. Abgemagert, hat fürchterlich schlecht ausgesehen, in einem schwarzen Kleid. Und ich habe sofort verstanden, dass es um etwas ging, was man mir sehr ungern sagte. Aber Lotte Lenya war plötzlich sozusagen vom Tode auferstanden, kam aus dem Hospital, kam in diese Proben und hat gesagt, das Barbara-Lied und das Jenny-Lied, das muss sie singen. Das kann kein anderer Mensch singen. Und wenn Kurt noch leben würde und Kurt gewusst hätte und dass sie das nicht singt, ist es unmöglich. Und es ist ihr wahnsinnig unangenehm, aber ich sollte zurücktreten. Und da habe ich gesagt, ich trete zurück. Ich musste das akzeptieren. Ich habe gesagt, aber ich trete zurück im Ganzen. Ich singe den Chor auch nicht. Es war denen natürlich sehr unangenehm. Wer sollte in diesen kurzen Tagen diese Rolle, diese Sopranistin von diesem Chor, studieren? Wussten sie auch nicht. Nein, 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 aber wir haben etwas Wunderbares für Sie. Was habt ihr? Es gibt ein wunderbares Lied aus einer anderen Oper, ich glaube es war Mahagoni, so wie man sich bettet, so liegt man. Kennst du das nicht? Nein, ich kannte es nicht. Sie haben mir das gezeigt, es gab nicht mal einen Klavierauszug davon, sondern inzwischen hatte man das alles aufgeschrieben auf einem Manuskript. Und der Fritz Kramer hat mir das vorgespielt. Es war ein besonders schönes Lied, das hat auch einen Welterfolg später gemacht. Aber es war wahnsinnig viel zu lernen. Der Fritz Kramer spielte mir das vor und sie gaben mir den Text. Vor dem Refrain waren 2 Verse, 2 Vorwürfe. Und ich habe gesehen, es war wahnsinnig viel zu lernen. Und es ist sehr, sehr schwer musikalisch. Nicht nur musikalisch, aber dramatisch. Das Lied einer Prostituierten, ja, so wie man sich bettet, so liegt man, auch eine sehr brutale Angelegenheit. Und das sollte ich singen. Ich stand da, ich war verzweifelt. Wie soll ich das lernen in 2 Tagen? So unmöglich. Ich sage, ich kann das nicht lernen, es ist viel zu viel, den Vers und das auszuarbeiten. Also alle fingen an, in mich reinzureden. Also, du wirst das schon lernen können. Also, ich war überzeugt, dass ich das nie lernen könnte. Es wäre viel zu schwer, wie soll ich das nur machen? Aber dann hat man mich doch reingeredet. Das heißt, der Aufrecht sagte zu mir, es würde keiner lernen können. Aber eine Tochter von Ignaz Zwarkalter, die kann das. Eine Tochter von Ignaz Zwarkalter, die kann so etwas lernen. Und dann habe ich das angenommen, habe gesagt, also gut, ich werde es versuchen. Ich wollte auch nicht absagen und dann, sie haben mich gebeten, ich soll doch den Chor singen am Anfang. Und dann habe ich mir etwas ausgearbeitet, was sehr, sehr selten ist. Ich habe gesagt, die Nummer, die ich singen will, muss sein die erste Nummer nach der Probe. Das ist immer die beste Nummer in einem Konzert, nach der Intermission. Also der beste Platz ist immer in Showbusiness, von dem ich inzwischen eine ganze Masse wusste, die erste Nummer nach der Pause. Und so bin ich nach Hause gegangen und habe dieses Lied gelernt und gebüffelt, was furchtbar schwer war. Maurice war krank, ich hatte 2 kleine Kinder, niemand war da, keiner konnte mir helfen. Aber irgendwie habe ich das gelernt und noch dazu kam, ich war so zerschmettert, ich war so verzweifelt. Ich hatte in der Zwischenzeit habe ich angefangen ein bisschen zu verdienen. Ich habe viel gesungen und habe viele Engagements gehabt auf allen möglichen Partys, Hochzeiten und so weiter und so fort und habe auch in einem Nachtclub gesungen und sang in den Catskills und in einem Nachtclub, also ich war dauernd beschäftigt. Ich habe dann ständig verdient, denn es hat sich ein kleiner, auch wie ein Vienna-Restaurant aufgemacht in der 45. Straße. Sehr nette Leute aus Wien
Und da habe ich auch gesungen, lernte ich auch andere Leute kennen, war ein gewisser Kurt Stern, der spielte Klavier, jemand hat Geige gespielt. Und es war ein kleines Wiener Restaurant, das immer nur besucht war bis zum Wochenende. Am Wochenende hat man zugemacht, weil es in der Geschäftsgegend war, ist noch kein Mensch gekommen. Aber das waren furchtbar nette Leute und deswegen habe ich den Job genommen. Übrigens habe ich das Geld gebraucht und sie haben ganz gut bezahlt. Und dieser Job in diesem kleinen Grinzing, wie es hieß, Little Gypsy haben sie es genannt, war wirklich auch ausschlaggebend für die ganze Zukunft meines Lebens. Und dies gab mir die Möglichkeit, also ich habe schon immer zu dieser Zeit etwas verdient und ich habe mir für dieses Konzert von Weil, habe ich mir furchtbar viel davon versprochen. Alle, die wir im Showbusiness waren inzwischen und ein bisschen die amerikanische Methode gekannt haben und uns vielleicht auch besser verstanden haben und mehr Agenten kannten und man hat so ein bisschen mehr gewusst, was man machen sollte. Wir haben alle auf den Moment gewartet, entdeckt zu werden. Und man hat immer gewusst, entdeckt kann man am besten werden, nicht wenn man in eine Agentur geht vorsingen, sondern wenn man irgendwo auftritt und gesehen wird. Natürlich habe ich mir von diesem Weil-Konzert kolossal viel versprochen, denn zu dieser Zeit, nachdem Weil nun schon tot war, hat er unerhört und er hatte schon große Erfolge gehabt. Hat er schon Lady in the Dark hat man schon gespielt und viele andere Sachen von ihm. Und Lotte Lenya Name war auch schon sehr bekannt. Habe ich mir auch gedacht, wenn ich dort wer wird dort nicht kommen, wer wird nicht zu einem Weil-Konzert kommen. Man wusste, dass also alle Leute kommen würden, war kolossal Interesse dafür, auch in der Presse, man hat dauernd davon geschrieben. Und ich hatte mir ein wunderbares rotes Kleid gekauft. Ich werde das Kleid nie vergessen. Es war ein wunderbares, knallrotes, seidenes Kleid. Ich habe ein Vermögen dafür ausgegeben. Ich glaube, ich habe ausgegeben $150 für dieses Kleid. Und es hatte eine ganz große Schärpe gehabt. Die konnte man unnehmen wie einen Rock. Man kann das als Cape tragen und unten rumbinden. Und dazu habe ich schwarze, lange Handschuhe mir gekauft wie Yvette Gilbert. Und habe gedacht, dass ich werde dort damit einen unerhörten Erfolg haben. Also die Idee, dass ich plötzlich nicht mehr das Barbara-Lied, das Jenny-Lied nicht singen konnte und ich musste auf einmal auftreten mit einer Sache, die ich noch nie in meinem Leben gesungen hatte. Es waren sehr, sehr, sehr schwere Momente für mich. Und dazu hatte ich 2 kleine Kinder. Miriamchen war damals ungefähr 5 Jahre alt. Und ich habe bei Freunden in Manhattan, ich bin gar nicht nach Hause gefahren, ich bin bei Freunden in Manhattan gewesen, bei denen ich gelernt habe und gearbeitet habe mit dem Professor Kramer und habe ich mir das Lied studiert und gelernt. Und der Aufricht hat mit mir gearbeitet und der Fritz Kramer hat mit mir gearbeitet und jeder Mensch hat also sein Möglichstes getan, dass ich dieses Lied singen konnte. Und ich erinnere mich, am Abend vor dem Konzert bin ich mit einem Köfferchen und dem Kleid und allem zu diesen Freunden gefahren, habe mich dort angezogen, bin von dort in die Town Hall gegangen und Maurice kam dorthin mit Miriam. Die standen, wie wenn ich gesungen habe, hinter der Bühne. Und kannst du dir vorstellen, diese Aufregung. Und Gerstmann war hinter der Bühne und jeder Mensch gab mir ein aufmunterndes Wort. Und schließlich, also wir sagen das erst diesen Chor und dann habe ich mich umgezogen, habe das rote Kleid angezogen und machte mich fertig während der Pause. Und dann kam der Moment, wo die Lichter ausgingen und ich stand hinten und Gerstmann umarmte mich noch und sagte, also nun mal Mut. Und ich ging auf die Bühne und während ich und Maurice stand mit Miriam hinter der Bühne, am Eingang von der Bühne hinten. Und ich gab Miriamchen noch einen Kuss und ich bin nach vorne durchgegangen und ging aufs Klavier zu. Und der Zuschauerraum war ganz dunkel und während ich bis zum Klavier gegangen bin, und ich werde diesen Moment nie vergessen, sag ich weiß nicht, wie es anfängt, ich habe es vergessen.
ich werde es nie singen können. Und ich kam raus, Leute fingen alle furchtbar an zu klatschen. Ich stand da und ich dachte, was werde ich jetzt machen? Ich werde es nie singen können. Aber in dem Moment, wo Fritz Kramer anfing zu spielen, kam es natürlich zurück und ich fing an zu singen. Und sang mit der letzten Kraft und der letzten Verzweiflung, die in mir war. Und es war sehr viel Verzweiflung in mir. Der Tod meines Vaters, die Krankheit meines Mannes, die allgemeine Misere, 2 kleine Kinder, keine Zukunft. Das alles muss wohl drin gewesen sein. Jedenfalls, als ich mit dem Wie Lied... geht das Lied? Ja, wie man sich bettet, so liegt man. Den Anfang weiß ich im Moment nicht, muss mich etwas konzentrieren. Nachdem ich fertig war, war ein derartiger Applaus. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Die Leute haben getobt. Ich habe einen derartigen Erfolg gehabt. Ich bin hin und her gegangen, zum Seitenaus rausgegangen, zur Seite, nach dem Ausgang, wieder zurückgerufen worden, wieder gegangen, wieder zurückgerufen. Leute haben nicht aufgehört zu klatschen. Zum Schluss sind alle Leute aufgestanden und ich bekam, was man im Theater nennt, eine Ovation. Und wie ich wieder zurückging und die Leute nicht aufgehört haben zu klatschen, und stand plötzlich Lotte Lenya da, die aus dem Dressing-Room runtergekommen war, wie sie diesen Erfolg gehört hat. Sie war in einem kleinen Morgenrock und sie sagt, geh raus und sing es nochmal. Und so bin ich nochmal rausgegangen und musste das ganze Lied nochmal wiederholen. Es war ein so unglaublicher Erfolg, dass nachher auch in der Times gestanden hat, dass es eine Ovation war und das kolossaler Erfolg für eine junge, handsome Singer, Beatrice Lind. Und ich kam raus und... She stopped the show. Ja, sozusagen. Also es hat gestanden, she stopped the show. Und Lotte Lenya kam und sie umarmte mich. Und dann sage ich, also Lotte und alle Leute waren da und jeder hat gesagt, Max Gordon war da, war der berühmter Produzent, Blitzstein war da. Es waren sehr viele prominente Leute, die alle kamen, alle gesagt haben, fabelhaft, war wunderbar. Und dann sagte ich zu Lotte, na also Lotte, was wird denn nun werden? Lotte war furchtbar nett. Ich hatte sie sehr, sehr gerne und sie hatte mich sehr gerne. Und ich muss sagen, selbst der Fakt, dass sie also sozusagen zurückgekommen war, wo man das nie erwartet hatte und mir sozusagen die Chance weggenommen hatte, mich zu produzieren mit 2 Liedern, die ich so gut kannte. Dann habe ich gesagt, Lotte, also was wird nur passieren? Was wird etwas dabei haben? Dann hat sie gesagt, nichts wird rauskommen. Also ich habe den größten Erfolg gehabt in The Firebrand of Florence und nachher ist auch nichts rausgekommen. Hier kommt nie was raus. Das war aber nicht wahr. Nachdem viele Jahre vergangen sind, weißt du ja, wie erfolgreich die Drei-Groschen-Oper wurde. Ich habe da mit Blitzstein gesprochen, habe ich gesagt, wie sie das gesungen haben, das war einfach wunderbar. Ich gesagt, wissen Sie, warum übersetzen Sie das nicht? Warum machen Sie daraus nicht eine? Und das hat er dann auch getan. Jedenfalls ist es nichts Außergewöhnliches passiert. Aber es ist doch so viel passiert, dass ich Leuten aufgefallen bin und dass ich einen Anruf bekam von zu Hause, von einem Herrn Lipschitz, von einer Sekretärin und sagte, Herr Lipschitz wollte mich sprechen und Herr Lipschitz wollte mich engagieren für eine Privatgesellschaft. Seine Frau hatte den 60. Geburtstag und sie war in dem Konzert gewesen, sie war auch in meinem anderen Konzert gewesen und er sagte mir am Telefon, ich habe meine Frau gefragt, er war der Präsident vom Diamond Club und kannte natürlich auch Maurice und hat auch von irgendwo wohl von meiner ganzen Misere gehört. Er war ein vielfacher Millionär und fragte, ob ich also auf der Geburtstagsparty seiner Frau singen würde.
Und das kam auch dann dazu. Und er interessierte sich für mich. Er hatte natürlich war ein sehr gut aussehender Mann, Anfang 60 und ein sehr bekannter Mann. Und er hat mich dann zum Essen eingeladen. Er hat wohl andere Absichten gehabt, als nur meine Karriere zu fördern, mir zu erzählen, wie begabt ich war. Aber er war furchtbar nett und wollte mir unbedingt helfen und fragte mich, was er für mich tun könnte. Und aus dieser Beziehung ist dann eine Freundschaft geworden und ich hatte ihm kolossal viel zu danken. Er hat mir dann geholfen, nach Europa zu gehen. Ich hatte dann ein Angebot bekommen, in Paris zu singen und ich habe mich dann mehr und mehr darauf konzentriert, dass ich wirklich doch meine Karriere machen musste und machen wollte und dann überzeugt davon war, dass ich sie machen könnte, was ja auch gestimmt hat. Und die ganzen Jahre, die dann folgten, war eigentlich der Aufbau einer total neuen Existenz. Ich habe sehr viel ausgelassen, sehr viel persönliche Dinge. Nimmst du wieder auf? Sehr viel persönliche Dinge, die sehr wichtig waren. Irgendwie durch die Partnerschaft mit dem Storm ging auch bei Maurice das Geschäft ein bisschen besser. Also finanziell irgendwie wurde unsere Situation etwas leichter. Besonders deshalb, weil ich eben anfing, sehr viel zu singen. Bin sehr viel engagiert worden und hatte sehr, sehr viele Dates. Habe gesungen dann lernte ich einen Herrn Blitzer kennen, der war ein Fundraiser für United Jewish Appeal. Der war auch in mich verliebt und der verschaffte mir sehr, sehr viele Konzerte. Ich sang in Waldorf Astoria und in sämtlichen großen Hotels, große Bälle habe ich gesungen und habe ich immer sehr gut bezahlt bekommen. Und es fing an, uns eigentlich etwas besser zu gehen. Es ging sogar so viel besser, dass ich mich dann entschloss, die Wohnung zu wechseln. Wir wohnten die ganze Zeit am Woodhaven Boulevard in diesem kleinen Haus, wo wir glücklich gewesen sind, wo auch eigentlich beide Kinder sind ja geboren worden, während ich am Woodhaven Boulevard gewohnt habe. Und du bist ja in Queens im Hospital zur Welt gekommen. Und es ging uns irgendwie etwas besser. Es ging ihm etwas besser, sehr viel besser eigentlich. Hat sich dann ein bisschen eingearbeitet und die Situation wurde etwas besser, besonders auch durch meine Verdienste. Und ich entschloss mich, umzuziehen. Und hatte den Mut, in eine viel teure Wohnung zu gehen. Ging in eine Wohnung am 64th Road. War es 64th Road in Queens? Hatten wir eine wunderschöne Wohnung, eine viel größere Wohnung, viel angenehmere Wohnung. Es war Parterre mit einem wunderbaren Balkon. Und inzwischen ging es meiner Mutter gesundheitlich gar nicht gut. Sie hatte eine Angina pectoris und sie konnte nicht mehr alleine in New York wohnen. Sie war sehr, sehr viel mit mir zusammen. Sie war vollständig auf mich angewiesen. Und ich brachte also meine Mutter nach Queens und besorgte ihr eine Wohnung. Ich war sogar damals in Umständen mit dir, wie ich die Wohnung meiner Eltern am Central Park auflöste und meine Mutter in eine Wohnung setzte gegenüber von mir vom 60 an der 108. Straße und habe ihr alles eingerichtet, habe ihr alles gemacht, habe Mutti auf eine Reise nach Lake Placid geschickt. Und wenn ich mich an das alles erinnere, weiß ich, dass es mir finanziell besser ging. Und Mutti wohnte dann gegenüber von uns. Und wie gesagt, ich lernte dann einen Herrn kennen, der mir sehr, sehr behilflich war, weil er war ein früherer Fabrikant aus Wien, ein Herr Gorges. Und Herr Gorges hatte eine große Position, er war der Besitzer von einer großen Schuhcremefabrik. Aber er war in ein
ein begeisterter Amateurtenor. Also sein ganzes Leben hat er studiert, um ein Tenor zu sein. Es ist ihm nie gelungen, nie professionell, aber er hat sehr interessante Studien gemacht mit Gesang und hat eine Musikschule herausgegeben, ist gedruckt worden, ein furchtbar netter Mann. Und der war auch ein Refugee, seine Frau war eine Pianistin, die lebte in Milwaukee bei Verwandten und er ist nach New York gekommen und hat auch keine Stellung gehabt und hat versucht, sich ein bisschen über Wasser zu halten. Und da ist er immer in die Catskills gefahren. Damals waren die Catskills war das große Vacation Center von allen Refugees. Die Catskills, die eigentlich schon in den 30er Jahren total erledigt waren, wurden plötzlich ein großes Vacation-Gebiet, wo alle Europäer hingefahren sind, die wieder ein europäisches Reiseziel sich nicht leisten konnten. Und man hat in den Catskills lauter alte Hotels, die schon lange zugemacht waren, haben sie wieder aufgemacht, haben diese Hotels renoviert und sie waren ausverkauft in den Catskills in den ganzen Jahren. Die Leute sind alle dorthin gefahren und natürlich hat man dort das ein bisschen den Amerikanern nachgemacht. Man hat dort Abende veranstaltet, man hat Künstler eingeladen und wer noch Rang und Namen gehabt hat, ist dort aufgetreten, alle möglichen Komiker. Ich kann jetzt im Moment ja nicht all die Leute sagen, aber die Leute waren alle bekannt, sind dort aufgetreten, der Kohlischer und der Berg, Armin Berg und der Kohlischer und alle Leute sind dort aufgetreten und ich habe dort gesungen. Ich war die große Nummer von all diesen Abenden und das war immer am Sonnabendabend und das Günstige war, dass das Engagement in New York, in dem Little Gypsy, in der 45. Straße, die machten Sonnabend und Sonntag zu. Was sehr, sehr gut war für mich, denn Sonnabend und Sonntag bin ich mit Kurt Stern, der mich begleitet hat im Little Gypsy, in die Catskills gefahren und wir haben an einem Sonnabend und Sonntag haben wir ungefähr 6 verschiedene Hotels besucht und gesungen. Hat er damals so schlecht Klavier gespielt? Ob damals hat Kurt Stern so schlecht Klavier gespielt? Naja, er war eigentlich kein Pianist. Du erinnerst dich an ihn. Er wurde später euer Klavierlehrer. War ein furchtbar netter Mann, ein sehr gut aussehender Mann, mit einer unerhört hässlichen Frau. Aber er war ein furchtbar netter, anständiger Kerl. Ich glaube, er war ein Oboist oder ein Violinist. Er war ein Violinist, aber er konnte auch Oboe und Flöte, konnte auch spielen. Er war sehr musikalisch natürlich. Wir haben die ganzen alten Schlager gesungen, von Leharen, aus den Operetten und meine Lippen, Juliana, sie küssen so heiß und ich war also die Sopranistin für all diese Sachen. Und hast du schon eine Operation gehabt? Am Hals? Das war später, das war in Paris nachher. Das ist später gekommen, da habe ich mir die Knötchen angesungen. Die Knötchen habe ich mir angesungen, weil ich doch in Meilenfort gesungen habe. Bin jede Nacht aufgetreten im Little Gypsy und später in der Nacht nach Hause gekommen. Das war sehr angenehm. Kurt Stern hat auch in Queens gewohnt. Wir sind immer zusammen nach Hause gefahren. Und es kam in diesen kleinen, komischerweise, in dieses kleine Lokal kamen sogar sehr nette Leute. Sogar ein Rockefeller kam dahin. Der hatte ein Verhältnis mit einer Frau, man konnte nirgends hingehen, wo man ihn sehen konnte. Hatte später diese Frau geheiratet und er ist gekommen und hat Schnitzel dort gegessen, recht und schlecht, und er hat gerne Wiener Lieder gehört. War ein sehr, sehr netter Mann. Und einmal kam er und er wollte mir ein Trinkgeld geben, wollte mir $50 geben. Das habe ich nie vergessen. Ich habe gesagt, no, I'm very sorry, but I don't take any tips. Nelson Rockefeller. Ja, nein, es war nicht der Nelson, sein Bruder, Winthrop. Es war der Winthrop. Und später lernte ich Nelson Rockefeller kennen, den hatte ich furchtbar gerne gehabt. Habe ich auch kennengelernt auf irgendeinem Ball, den ich gesungen habe. Aber Winthrop Rockefeller kam dort mit dieser Frau und wollte mir das tun. Habe ich gesagt, nein, aber wenn Sie schon etwas tun wollen, ich habe nicht mal eine anständige Beleuchtung hier, wollen Sie mir ein Licht kaufen. Und da hat er das Geld gegeben, um ein Licht anzumachen in diesem kleinen Lokal, damit ich besser beleuchtet wurde. Das waren alles keine schlechten Zeiten. Ich möchte sagen, es waren Zeiten, wo wir uns alle schon ein bisschen an das schlechte Leben oder bessere Leben gewohnt hatten. Und inzwischen waren wir ja alle, wollen wir mal sagen, nicht glücklich, aber dankbar, dass wir da waren, dass wir in Amerika waren. Man hat immer gehofft, es wird schon mal werden, mit dem ist was geworden.
Ich habe zum Beispiel Engagements gehabt, sehr gute Engagements. Ich habe im Sheraton, in einem der besten Sheraton Hotel in Washington, habe ich gesungen. Für kolossale, für damals waren kolossale Gelder für mich in Washington. Und dann hat zur selben Zeit hat Oscar Karl Weiss hat gespielt in Jagubowski and the Colonel. Das war damals ein großes Theaterstück, du hast wahrscheinlich davon gehört, war ein großer Erfolg. Nachher hat man sogar mit dem Kalun einen Film davon gemacht und ich habe dem Oscar Karl Weiss sehr oft gesprochen und sehr oft gesehen. War ein sehr feiner Mann, ein unerhört feiner, netter Mensch. Er lebte mit einer Frau, ich glaube, sie war die Tochter von einem ganz berühmten französischen Politiker, ich glaube von, weiß nicht, Daladier, von irgendjemandem, auch eine sehr feine Frau. Und er hatte solche Mühe mit dem Englischen und ich sprach inzwischen sehr gut Englisch und hat immer zu mir gesagt, wie sprechen Sie nur? Wenn ich Englisch spreche, habe ich das Gefühl, ich habe Steine im Mund. Es fiel ihm alles furchtbar schwer. Es war sehr, sehr schwer für alle Leute, eine neue Karriere zu machen. Und es ist eigentlich sehr wenigen Leuten gelungen. Also Luise Rainer, die drüben nicht so groß war, hat plötzlich einen kolossalen Erfolg in einem Film gemacht. Aber es ging allen recht und schlecht, man konnte sich nicht richtig einarbeiten. Es hat eigentlich, außer Vera Surina, die getanzt hat und einen großen Erfolg gemacht hat, eigentlich von den europäischen Künstlern, die rübergekommen sind, keiner einen großen Erfolg gemacht hat, nur im Klassischen. Ich hatte dann einen Freund, Kurt Baum, der hat eine große Karriere gemacht als Tenor, der kam auch aus Europa, der hat eine herrliche Tenorstimme gehabt. Hier und da ist es mal gelungen, wir haben alle gehofft, es wird mal gelingen, es wird mal werden. Aber inzwischen musste man sich verlassen auf solche kleinen Engagements, wie gesagt, im Little Gypsy oder in den Catskills. Und da kam Herr Gorges. Herr Gorges, ein älterer Mann, er war Mitte 60, hatte eine kolossale Wertschätzung für mich. Hat geglaubt, hat immer gesagt, Sie sind doch eine zweite Fritzi Massari, Sie sind doch. Und er war begeistert von mir, er war ein furchtbar netter Mann. Und ich sah ihn öfters und er ging dann in die Catskills und hat mich überall verkauft. Nicht nur mich, auch Armin Berg und den Kohlischer und andere. Er ging in all diese Hotels und hat sich damit ein bisschen Geld verdient. Und wir hatten uns sehr miteinander befreundet. Ich wohnte inzwischen schon in dieser neuen Wohnung und es ging dem Gorges furchtbar schlecht. Und eines Tages habe ich ihm dann gesagt, Gorges, was machen Sie denn eigentlich den ganzen Tag, wenn Sie nicht mit diesen Geschichten beschäftigt sind? Sagt er, ach, sagt er, Beatrice, ich kann das niemandem erzählen, mir ist das so unangenehm. Was machen Sie denn? Hat er gearbeitet als Abräumkellner in Horn und Hardert an der 34. Straße. Und ich bin da in die 34. Straße gegangen, das war gegenüber von Macy's, um Herrn Gorges zu besuchen. Der ging in einem weißen Anzug, in einem weißen Kittel und musste die Teller abräumen und fuhr einen kleinen Wagen. Und ich habe dann verstanden, in was für einer tragischen Situation die Intellektuellen waren, die rübergekommen waren, overqualified waren für irgendwelche Jobs, keine anständigen Stellungen bekommen konnten, nicht wussten, wo sie sich ernähren, wie sie sich ernähren konnten und sollten. Und eines Tages rief er mich an und sagte mir, aber ganz verzweifelt, der Job bei Horn und Hardert war aus. Warum? Man hat ihn zum Arzt zur Untersuchung geschickt, man hat festgestellt, er hat Plattfüße und man wollte ihn nicht mehr haben. Und er war da und ohne Stellung und rief mich an und sagte, was er machen. Er hatte irgendwo ein kleines Zimmer in Manhattan. Ich weiß gar nicht, was er machen sollte. Seine Tochter lebte in Paris, er wollte gerne nach Paris. Der Tochter ging es nicht schlecht, die arbeitete bei irgendeinem Couturier und sie war auch verheiratet. Aber sie hatte auch kein Geld, konnte ihm weiter nicht helfen. Und er stand da und da sagte ich zu Gorges, Gorges, er ist Ferdinand mit Vornamen,
Gorges, ich will Sie mal etwas fragen, was man einen Menschen nie fragen sollte, aber Sie können mir das sagen. Wie viel Geld haben Sie im Moment in der Tasche? Hat er gesagt, $12. Habe ich gesagt, Gorges, packen Sie Ihre Sachen, nehmen Sie sich eine Taxe und fahren Sie mit Ihren $12 zu mir hier in die Wohnung. Sie können bei uns wohnen. Ich hatte ein kleines Zimmer und der Gorges kam und meine Mutter war außer sich. Meine Mutter hat gesagt, ihr könnt euch selber kaum durchbringen. Jetzt musstet ihr noch einen Menschen einladen. Habe ich gesagt, wenn es reicht für uns alle, wird es auch noch reichen für Gorges. Und dann hat man sich überlegt, was kann man machen für Gorges. Gorges wollte unbedingt nach Paris. Und er hatte doch kein Geld, nach Paris zu fahren, aber er kannte furchtbar viele Leute. Er kannte die ganze Wiener Refugees, er kannte jeden Menschen. Und da habe ich eine Idee gehabt, wir werden bei mir, ich hatte einen sehr großen Living Room in diesem Apartment, an das du dich noch erinnerst, wir werden ein Konzert geben. Und da habe ich noch einen Geiger eingeladen, einen gewissen Fuchs, und dann noch ein paar andere Leute, einen Komiker, Zabriskie, der war ein Komiker, später hat er in eine Gemäldegalerie gegangen, er lebt auch nicht mehr. Und ich habe ein Konzert arrangiert. Und jeder Mensch musste $10 bezahlen. Und wir haben die Leute haben auf der Erde gesessen, man hat nicht genug Stühle gehabt, alle Leute sind gekommen und wir haben $500 gesammelt für Gorges, um nach Paris zu fahren. Und er ist nach Paris gefahren und er war kaum in Paris, ein paar Monate, hat er mir ein Telegramm geschickt, dass er ein fantastisches Engagement in Paris für mich hätte und ich soll nach Paris kommen. Um diese Zeit hatte ich diese Freundschaft mit dem Mr. Isidor Lipschitz. Hatte ich eine Freundschaft mit ihm, das heißt, er ließ mich ein. Er war ein entzückender Mann, aber ein wunderbarer Mann. Er war der beste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Er war ein vielfacher Millionär, wie ich dir schon erzählt. Er war der Präsident vom Diamant Club. Er kam aus Belgien, kam aus Brüssel und kannte jeden erfolgreichen Diamanteur. Und er fragte mich immer, was könnte er für mich tun. Meine Mutter hat eigentlich, nachdem ich dieses Konzert gesungen hatte für seine Frau, ich werde das nie vergessen, diesen 60. Geburtstag seiner Frau, der wurde gefeiert im Hampshire House in Manhattan und ich kam aus Queens mit einem wunderschönen Abendkleid, das ich selber genäht hatte, nach einem Schnittmuster von der Vogue aus gelbem Organdi, habe ich ein wunderbares Kleid mir selber geschneidert. Ich habe damals sogar alle Anzüge und alle Kleider für die Kinder selber gemacht und geschneidert. Ich war sehr geschickt, ich konnte viele Sachen machen. Und ich bin mit einem Köfferchen nach dem Hampshire House und habe geweint von Queens bis nach Manhattan. Es ging Maurice furchtbar schlecht. Ging ihm furchtbar schlecht gesundheitlich. Und ich habe gedacht, was werde ich nur machen? Wie werde ich sie nur alle ernähren können? Was werde ich nur machen können? Und es war natürlich, habe ich geglaubt, vielleicht kann der Lipschitz, hat große Beziehungen, was kann er für mich machen? Und er hat immer zu mir gesagt, was kann ich für mich machen? Sag ich, Herr Lipschitz, ich muss Leute nur kennenlernen, es wird sie gar nichts kosten. Aber sie haben noch solche großen Beziehungen. Und er hat damals eine große Bekanntschaft gehabt mit Stella Adler. War eine ganz berühmte Schauspielerin und auch dramatische Lehrerin. Er war berühmt, mit einem sehr berühmten Regisseur verheiratet. Ich kam im Moment nicht auf den Namen, kommt ganz berühmter Regisseur. Ich habe gesagt, ich möchte der Stella Adler vorsingen. Ihr Mann ist ein berühmter Regisseur, diese Leute haben unerhörte Beziehungen. Und wenn Sie jemandem sagen wollen, dass Sie sich für mich interessieren, wird doch jeder Mensch denken, dass Sie mit mir ein Verhältnis haben oder dass ich Ihre Freundin bin. Und da Sie ein so reicher Mann sind und so viele Charities unterstützen, wird jeder Mensch Ihnen gerne einen Gefallen tun. Und er hat das auch verstanden, hat er gesagt, also gut, er wird das arrangieren. Und er rief die Stella Adler an und er hat arrangiert, dass ich der Stella Adler vorsinge. Und ihr Mann, kann jetzt im Moment nicht auf den Namen kommen.
Und ich ging mit Walter Josef, der immer noch die ganze Zeit immer mein Pianist war und der alle Auditions für mich gespielt hat und der Resume briefly our discussions, which we suspended more than a year ago after I interviewed you in Klosters. That is Remember- longer than a year. I think it's 2 years. No, it was in August 1999. Are you sure? Yeah, August 1999. That's a year and a half ago. And now today is January 6, 2001. You've made it into the new century. Yeah. So we're at your apartment at 250 East 65th Street. And I just want to ask you a few questions, because looking around the apartment, I have something I'd like to have you explain to me. You have a picture here in the den, which is a picture of charcoal which was made of you. When was that done? That was done in Marienbad. I went with my parents to Marienbad, and in Marienbad I met a young man. As a matter of fact, he was from Czechoslovakia, and he wanted to be a painter. And he asked me if he could do my picture. And I don't have any particular recollection of this. It was a young boy with a great deal of talent, and he did this picture. I was about 15 years old, not much older, 15 or 16. But I remember that. And everybody was delighted and how talented he was, and it was just a great event. What were you doing in Marienbad? My parents went to Marienbad every year. Actually, always to reduce, everybody went there. At that particular time, that was the spa to go to. And lots of people go there. It was very, very good. It was, so to speak, cheaper than other places. And people my father took what you call mud baths, used to go there. It was a wonderful time. I have a wonderful recollection of that time. Everybody went there. It was full of life and full of amusement. My father was very much interested. There was especially later, there was a quarter there where Hasidims used to be. And it fascinated him because at that time who had any collection or any acquaintances or knew anything about these people. But it was very much known. There were a lot of very Orthodox Jews there, actually Hasidim. And there was a place with a Yiddish restaurant where you could eat kosher. And people came from all over the world to Marienbad, from all over. And many, many, many famous people came there, many artists came there. As a matter of fact, Klemperer was there, Kleiber was there, everybody came to Marienbad. And this was the place where I sang for the first time in public. There were big affairs and galas and balls, as it is in places like that. And there was a very, very big concert where everybody donated their services. At that time, Emanuel Liszt sang there, and famous pianists, but I in particular remember Emanuel Liszt, and it was a concert, a charity affair also for poor Jews or something like that. And Emanuel Liszt was one of the stars who sang there, famous violinist, everybody came there. And just before that, there was a time where I started to sing in public. I had already given a little concert in Prague. My parents had lived already in Prague at that particular time. That was much later than this affair here with the painting, and it must have been 3 or 4 years later. And Emanuel Liszt suddenly was called away someplace in Salzburg, and he had to cancel the concert. And they were looking for someone in the very last minute to sing, and Liszt knew that I wanted to be a singer, that I started to sing, and he asked my father if I could come and sing instead of him, which was done, and that was the first time that I appeared, so to speak, in front of a very, very big audience. And I still remember what I sang, and my father, for this particular event, was of course mainly a Jewish attendance, and my father wrote for me a song. And later on I used to
use it a great deal in my repertoire, about Lichtmenschen. I don't recall anymore at this particular moment, and so suddenly, without thinking about it, the song, and that was at the end of my concert, but I sang eine kleine Melodie, I think by Dvorak, and the whole concert, and I sang something from Fledermaus. It was a tremendous success, and at the very end I sang that concert. I will never forget that. And that was the time, now I can tell you, I was 20 years old at that time, because, almost 20, after the concert, I met Joseph Freudenthal. He came backstage and congratulated me. It was a tremendous success, and everybody said what a talent I was. And he came backstage to congratulate me and to ask me if the song that I had sung was already published. And I said, no, my father just wrote it for this particular concert for me. And that is how I met Joe Freudenthal, who was at the time a director of a very, very big music publishing house in Leipzig, Benjamin, and he was the director there, and he was very, very educated and a very nice young man. And we used to go out there, and it turned out that we became engaged, and I married him about a half a year later. Okay, Mom, there's another picture I want to ask you about. There are actually two pictures right over here. There's a picture which is of a Do the Things You Used to Do, that's of a song sheet music, and then there's another picture above that. From when do these pictures date? These pictures were taken much, much later. That was in the beginning of the 50s, you know, I'm not so very, it must have been about 1951 when I went to Europe for an engagement. And before that, these pictures were taken earlier on. They were used because I got a little bit in my activity in Holland into the music business. I started to translate things from English into French, or from French into English. And these pictures were taken before I went on tour to Europe. And the one picture, I have to turn around to look at it. The lower picture was from a song that was published in Amsterdam, where I translated the German words into English. And the picture was used from the picture that I had in my publicity folder. And they were done in New York. And the upper picture? Now the picture above, What year was that done from? at the same time. And these pictures were taken by a very known theatrical photographer in New York. That was for my publicity book. What were you expecting of your career at that point? Well, I was trying to get into musical comedy, which was extremely difficult. I absolutely could not get, and I sang in nightclubs, but whatever I sang was mainly European things, because I could never get into American song singing, with a few exceptions, but you know, they started then with some rock and roll and things like that, and they were absolutely not up my alley. I could not get the style. And then I went to Europe. I got an engagement in Paris. That was many years later, and at that time you were about 3 years old. And I got this engagement in Europe, which was a very interesting thing. I got this engagement through a friend of mine, an elderly gentleman who lived in New York, was a wonderful man who had lost himself completely. He was also a refugee. He had been at one time the director of a very, very big company in Vienna, and he was a refugee. And this was a man who, as a hobby,
wanted to be a tenor, wanted to sing, and had also an enormous amount of knowledge about opera and singing and talents. And his activities in New York, aside from being cleaning dishes in Horn and Hardart, that's a long story. I have to tell you about that one day. And this man at that time, the German refugees in the summertime, everybody was looking for a place to save himself from the heat in New York. And so the Catskills, which at one time had been a very, very famous resort area for New Yorker people, and then went down completely, make room for other things that became very famous as vacation places. But the Catskills suddenly were revived by the German Jews. And they occupied hotels that had long been abandoned and started to renovate them a little bit. And all the German refugees could be found in the Catskills. Like the Schwarzwald. It was a little bit like the Schwarzwald, right. It was a substitute for Marienbad, the Schwarzwald, and all these things. Anyway, they started to little bit entertainment, and so everybody who was here, very many famous people were here, they entertained in the Catskills. And amongst your mother and Mr. Gorgas became a so-called manager for the talent that was sitting around, and we all went over weekends to the Catskills, or maybe I went once for the whole season. And we played sketches and little musicals and this and that. That was usually also a lot of American artists were there. And that was in the summertime. And Gorgas was in very, very bad straits. And he was in his late 60s. And he had absolutely no money, and he worked as I said before, cleared up dishes in Horn and Hardart. And we were very, very friendly. He always got me engagements, and for the bar mitzvah, for weddings and temples, I don't know whatever could be gotten was accepted. And he also got me a lot of engagements in the Catskills. And then one day when we were back in New York, one day he called me. I was about the only person who knew about his unfortunate activity in Horn and Hardart, and he called me up and he said, "Beatrice, I've lost my job." I said, "What do you mean you lost your job? What happened?" He said, "Well, he had to go for a medical examination, and they found out that he had flat feet, and they fired him, and he had absolutely no money." I said, "Where are you?" He says, "It's terrible. I live in a furnished room up in Washington Heights." I said, "Ferdinand, how much money have you got in your pocket?" He said, $12. I said, "Take the $12, pack your valise, and come to me." We had a spare room in Rego Park. You probably will remember the apartment. And we had a little room, an extra room, we had 2 bedrooms and a little extra room. And I said, Was that at Walden Terrace? Yeah, in Walden Terrace. And I said, Ferdinand, you take a taxi and you come here and I'll pay for the taxi. And then my mother was very excited and said, "You have no money yourself, and on top of it you have to invite someone." So I said, "Listen, where 3 people can exist, there's room for a 4th one." And he came. And he stayed with us, and he wanted to go. His daughter was living in Paris. His daughter was married in Paris, and that's all that was, all he possessed and relatives in this world. And he had no money. The daughter didn't have enough money to send him the money to travel to Paris. And we had to look for some money, and I decided I was going to give a concert in my apartment. I had quite a large apartment, and he knew a great deal of people. He knew about every Viennese refugee who ever came to New York. And we made a concert in my apartment. I sang, and Kolischer, was a comedian at that time, also from Europe, who was very known. He was a conferencier, and then I had someone, a Mr. Fuchs. He played the violin, and he was also very known. He came, and then had someone else who also did in the meantime, a guy by the name of Zabarsky. He was a comedian at that particular time, and we made a concert, and everybody paid $10. So we had about
almost $500 for the trip for Gorgas to go to Paris. And he went to Paris, and the first thing he did in Paris, he got me an engagement in a nightclub in Paris. So this beneficial act that I did for Gorgas worked out, actually influencing my whole career and my whole future. Because I went to Paris, and in Paris I re-met someone I had known in New York very, very casually. And we met in Paris. He read my announcement of my appearance at that club. And when he was in a movie, there is a little booklet called Allo Paris, where everything is written down, what is being, what's going on in entertainment. He suddenly, in Allo Paris, he saw my picture. Russell. And that was Russell. And he came. Where had you met Russell originally? I had met Russell in a nightclub in which I was singing in Little Gypsy on 45th Street. I had a little job there and was singing there. There were also Viennese people who had opened up a little nightclub. And he came there. He came there because he was also always looking for something that was good and cheap. And someone gave him tickets for this, which is called 2 for 1. I mean, 2 people could go and only pay 1 dinner. And that was the kind of place it was. And they were again looking for people. And who did he come with? He came with his friend Ressler. Bill Ressler. With Bill Ressler. Do you remember Bill? I don't know whether Yes. you remember Bill Ressler. He was a friend. They knew each other from college. And he came with Bill Ressler. He invited Bill Ressler. And when I did my show, and after the show I saw 2 young men sitting there. The place was certainly not very crowded, but people were in the neighborhood, you know, it was on 45th Street near Broadway. And the people who ran the place were very, very nice people. They were also from Vienna. And the lady who had this place, she was a furrier. And then they got into this place and they made a little restaurant. And it was an interesting thing. Rockefeller came there. Can you imagine, one of the Rockefellers? And he had an affair at that time with he was away from his wife, with a divorced woman whom he later on married. And they came there because they were sure they wouldn't meet anybody there. It was very, very nice. I remember that. And one day, he loved my singing and he loved the music. And one day he wanted to give me $50 as a tip. And I said to him, I'm very sorry, but I don't take any tips. I was not Americanized at that time. I said, but it would be very nice, you know, we don't even have a spotlight for me. We'll buy a spotlight with the money. And that's what we did. I remember that I sang there because it was the only place that closed on Saturdays and Sundays. So let me ask you about this. You went and you met Russell initially in New York, and did he speak to you briefly, or what? Yes, I did. He was at that restaurant, at the Little Gypsy. And in between shows, you know, he got up and he introduced himself to me. He said if he could invite me for a glass of wine. And I said, yes, fine. And so he introduced me to Bill Ressler. And the funny part was, we got talking, and he asked me, and I told him that he asked me would like to take me out for dinner. And he said to Bill Ressler, I'm going to marry this girl. And Bill Ressler said, you know, after we talked, I told him that I was married, I had 2 children. Bill Ressler said, what's the matter, you're crazy? It was a married woman. But anyway, we got very friendly, and he made quite an impression on me because he was, in a way, what I call un-American. He was very educated, he spoke several languages, and he came several times just to sit with me and said, I love your singing and you're fabulous. And one day he came there about only 3 or 4 times. I had the feeling that he came from a very, very good family. I had a picture of him. I thought he was at least Park Avenue. He was very well mannered, very well spoken. And one day he came, and I took this engagement because it was very good for me because they were not open Saturdays and Sundays. And there was a time when I could double this and go Saturdays and Sundays to the Catskills.
And because I needed to make money everywhere, every penny was very important. And one day he came, I think that was about the third or fourth time that he came there, and he said to me, I have to say goodbye to you, I'm going to Europe. Oh, I said, my God, where are you going? He says, I'm going to go, I'm looking for business. And I'm going all over. He said, I'm not well. I said, I have a lot of trouble with my stomach. And the doctor said I had an ulcer. I've been working very, very hard. And he said, I've been under a lot of stress. And I'm going to look for something in Europe, maybe for import or export, I don't know. I said, give me your address. And he wanted to write to me. Of course, I never heard from him. And then when I was in Paris for this engagement at that club in Paris, which was in the Hotel Commodore downstairs on Boulevard Haussmann. It was a very big hotel. There was a nightclub which had opened up. And Gorgas got me an engagement there. And about the third or fourth day that I was in Paris, I all of a sudden found a note in my book box in the hotel. The clerk gave that to me, and it said, lo and behold, Beatrice, I couldn't believe it. I saw your picture today in Allo Paris, and I'm looking for you. I'm staying here at the same hotel. As I got out of the hotel, he ran right into me. He came inside. I was going out. A great hello, as people usually do when they come from one place, whether they know each other. Two Americans already all of a sudden meet in Europe. And he said, I have to come to see your show. And he didn't have money at the time either. But he came and he didn't want to see the show. He said, I'm just coming. He looked through a curtain and he's going to take me out after the show, which he did. And we spoke, and he told me he was looking around. He was in Italy, he was here and there. And this developed into a quite intensive friendship, but only lasted a very short time because he had to go back to America. And I told him about my problems, which I had, a sick husband, and that I had to make the money, and children in New York, and I said, you would do me a very big favor. I want to give you something for my children and go to visit my mother and my husband. And he did that. As a matter of fact, when he went back to America, he went to see you children, he went to see my mother, and he also went to see Maurice. And the children, then a little later, you both were, he couldn't keep up. Maurice didn't make any money and things were very bad. And more or less they had to exist on what I made and what I sent. And I didn't know how long I was going to be in Europe, that's another story. I stayed a long time then in Europe and did extremely well and made a little bit of a name for me. And if I would have stayed there, I probably would have made a big career in Europe. I made a small career, but I made a lot of money. I finally got an engagement in Holland from Paris, for which Gorgas also was responsible. He looked for something for me. He had something to do in Holland, and he tried to get a job for me. And then I got a job, and I worked about a half a year in Amsterdam, and I did extremely well. Extremely well. I even sang for the Queen in her palace, and I became so known within the shortest time. And that is how it happened, that this one picture was published because I published a song which I translated. As a matter of fact, Russell came back to Europe and he helped me to translate that song. And then I stayed in Europe for quite a while until we tried to think what was to do. And then a very big problem, I did not want to divorce Maurice because basically there was nothing but the fact that life together was impossible. He was very sick and he couldn't make a living, and I found it difficult to make a living in America and found it easier in Europe, and that is why I had a marvelous, marvelous engagement in Amsterdam, and I did extremely well financially, and I was able to support you children, and from Amsterdam. It was a very, very difficult time. Did Russell discuss with you the possibility of you leaving Maurice? What is? Did Russell discuss with you the possibility of you leaving Maurice? Yes, he did, and I said,
I cannot do this. It's impossible. He's a wonderful man. We had in the meantime, through his illness and through his impossibility to support us, of course the situation became strained and stressed, and I acquired many friends in Europe, and everybody said to me, well, you shouldn't stay in this marriage, and what for? You need someone to help you with the children. It's impossible like this. It was a time of great stress. I felt that I couldn't do this. I had no right to leave him. On the other hand, I was angry at him that he didn't tell me the truth about his physical condition. And when he told me about his physical condition, that he had been operated on the sympathetic nerve, because he suddenly came down with extremely high blood pressure, which they couldn't treat it any other way at that particular time. And I was angry at him that he pulled me into such a terrible financial situation, which he had no right to go into, and on top of it, it was him who absolutely wanted to have children and had really no income. He was working as a diamond cleaver, which was the last thing in the world he should have done. And things were very complicated. All of a sudden I started to make a name for myself, and Russell came over. He came back from America and he came over, and it became a very intense love affair. And I really didn't know what to do. And from there, in Amsterdam, I made quite a name for myself. I got other engagements all around. As a matter of fact, I met Nelson, Rudolf Nelson, who was one of the most known composers, and that he had a cabaret in Berlin, and that he had left, of course, and he lived now in Amsterdam, but he was throughout the German-speaking part of Europe, which included Prague and Austria and everything, one of the most famous entertainers. And he had a nightclub in Berlin, which was, Marlene Dietrich appeared there, as was one of her first jobs, as a matter of fact, and many, many famous people. But he always said he lost the cabaret, and now he was an old man already, and his wife was very, very famous. He was one of the most famous people singing in cabarets. Her name was Käthe Erlholz, and he was much old. She was much older than him. He played the piano. It was a fabulous, fabulous entertainer, and we got together. I met him. One used to say he hielt Hof in Amsterdam at the Hotel Schiller. Everybody came to see Nelson, and Nelson came to the cabaret in Amsterdam where I sang. Alt Wien Cafe, someone built that here there, and I made such a name for myself. The people were really standing around the corner trying to get in there. And Nelson heard me, and he made a suggestion that we should get together and concertize together. As a matter of fact, we gave a concert in Museums Platz. There were concert houses, a very famous concert house, and in a small hall, im Kleinen Konzerthaus Museum, we gave a concert which got fabulous reviews by the press. As a matter of fact, I had an awful lot of publicity in Amsterdam, and we were offered a contract in Germany for a lot of money, because there was a time where the big movie houses had a show always before they showed a movie. And they engaged also comedians, singers, I don't know what, and they wanted to engage Rudolf Nelson and me, and with a lot of money. But I decided I would go back to Germany, and at that time it was the last thing that anybody wanted to do. It was after the war and everything, we didn't want to go back. And but there was a very interesting time with him. As a matter of fact, I have some pictures of that, with me sitting on the piano and Rudolf Nelson at the piano. And How long were you in Europe, actually, at that I point? was in Amsterdam. I don't know exactly. You would probably know the years better. You went over in November 52. 52. You went over in November 52. Yeah, November 52. December, that was the next year.
in December, in November. When did I leave for Paris? You that went over as 50 Thanksgiving. It was Thanksgiving was the 52. day of Thanksgiving. I left for the engagement in Paris. That I know. And then you stayed in Europe. Almost a year. And then, yes. You stayed almost until- a year. you didn't- Maurice died in 53. You never right? saw Maurice again after you left to Paris. No, I didn't, because one, we played on the, we spoke on the telephone. There's a great deal to say about that. Very painful. And anyway, someone came to Amsterdam to hear me, and there was Did the you correspond- manager, was the manager. Someone told him about me. I don't know who, but the manager from the Café de Paris, which was the biggest nightclub, so to speak, in Europe. In London, that was the biggest place, the Café de Paris. It existed till almost a few years ago. And so the manager came to hear me, gave me an engagement, which was, so to speak, my biggest engagement in Europe. And I went from Amsterdam, and Amsterdam was such a success that when I left Amsterdam, I lived at the American Hotel. They came with big trucks, the way it was at that time, and I was in the Musiksalon of the American Hotel. I was interviewed, and I played, and I sang. And then the next day, I went, and Russell was there, and he wanted to travel with me to London. He did a little bit of publicity work for me, and I wanted to see how the opening was going to be. And more or less, I looked, the whole future looked extremely well for me. Amsterdam, they didn't want to let me go. And I made a lot of money there and met a lot of people. And it was a wonderful time in Amsterdam. In every way, I met wonderful people. It was very interesting. There was a lot about me written in magazines and every place. But I mean, it was terribly painful because of the children being, and then I had Maurice could keep up the apartment. That was too much. I couldn't pay for everything, so he brought the children, both you and Miriam, back to Babylon, to these people who were highly recommended to stay there for a while. Anyway, I was on my way to Paris, to London via Paris, with Russell. He was accompanying me, and very tragically, the second day when I was in Paris, I called up my friend Anita, and she said, everybody is looking for you, and I have called you, the telephones and telegrams and everything else. They wanted to find out where you are. And she was very upset because I said, I go to London via Paris, and then I didn't give her the date. And when I called her, I had arrived in the evening. When I called her in the morning, she was terribly upset. Where are you? Where are you? And I didn't know what the excitement was. I said, look, I got here last night, and what do you want? I'm calling you. And then she said, well, I had telephone calls, and they were looking for you, and I have a telegram here. And then I said, open up the telegram. And over the telephone, she told me that Maurice had a heart attack and died. This was, of course, you can imagine. At that time, there were not many planes to America yet. You know, there was no aviation. The only thing that I could get, I ran to the American embassy and to ask them if they could help me, and they had a plane going to New York. So at the next day, I had to cancel this engagement, to which I had looked forward with so much hope, because it would have meant a tremendous advancement, a tremendous, if I would have had the success in London, I was sure I would. And I had to drop everything, and I flew back to New York. And Russell was with me. And of course we traveled together. He was supposed to go with me, as I said before, to London to see how the opening was going to be, and then go back to New York. In the meantime, he had started certain things in business. And when we got into the plane, who, what, and I cried and I cried. I was actually, you couldn't even recognize me, but who walked into the plane? Michael Todd. And Michael Todd took one look. He was also on this embassy plane. And Michael Todd took one look at me and says, Lind, what the hell are you doing here?
He says, you know, you worked for me. And I worked for him in 2 shows, up in Central Park and Mexican Hayride. And I introduced Russell to him, and I said, that's my manager. He took one look at Russell. He said, this guy has got more on you than 10%. That was the only laugh I had on that particular trip. And I arrived in New York. My mother was at the airport, and we went from the airport to the funeral parlor where they had brought Maurice. And then the rest you know. I really didn't know what to do, but I had possibilities. I had made a screen test for Paramount, and they wanted to give me a contract. And then I decided that I didn't want to take that. I wanted to stay with your children after I saw the conditions in which you and Miriam were. And I decided that I wanted to stay in New York. I didn't want to go any place that I was going to do. And Joachim Prinz came when I buried Maurice. And in the car out to the cemetery we were speaking, and I said that Russell wanted to marry me and he wanted me to get a divorce, but I didn't want to get a divorce. And now here I was, and all this tragedy would happen all around. And that has been a very, very difficult time. Very. I don't know how I ever went through that, but one does. What did Joachim Prinz say? And Joachim Prinz really was a friend of my father's. He was a very bright man. He was a wonderful man. And I had been his pupil, as a matter of fact, in Berlin. And I told him the story. I said, you see, so what are you going to do? I said, well, I have a possibility to go to Hollywood, and I have a possibility with Paramount. But I met Shelley Winters at the time. We were together in a show before I had gone to Paris. And I met her again in New York, and she said, for God's sake, don't go to Hollywood. I was in Hollywood, as a matter of fact, but that was before I went to Europe. And she said, don't even start with them, and nothing will ever happen here. And I'm here, and I cannot get ahead. And it was also a miracle how she finally did get into a career. And Prinz said to me, look, what I want to tell you. He says, you're very talented, you're very beautiful, you have all the possibilities in the world, but you got 2 children who are very small and who have to be supported till they're 20 years old. And if you have a chance to marry someone who's going to help you do that, then do that. I told him about Russell, and I said, I had another friend with whom I was very close, Isidor Lipschitz, and everybody more or less said it would be better for me to stay. I should stay with the children. And that was all very big decisions that I had to make. And I said that Joachim Prinz, it was a Jewish law that you couldn't, a widow could only marry after 9 months. And then Joachim Prinz said, you know, I'll forgive you. You want to marry him, marry him. And this is what I did. Did you ever go back to Europe between that time? No. I just came back in September. You probably know, what did Maurice die on the 26th? Of September. Huh? 26th of September. 26th of September. And then I met Russell's parents, who, as you know, were very, very orthodox. And they were not told. I said I was a widow for 2 years already, and this and that. And then we got married. And the rest is a different chapter. But anyway, I gave up the singing, and I decided that I wanted to be with my children. It was a decision that I never regretted. Later on, I had possibilities. I could have gone back into show business because I did some things here on the radio and on television, and I was offered possibilities, but at the time I decided that I wanted to stay with Russell and build up the business here, also something that I never regretted. I found out
that even if one gives up something that one wants to do very much, and the stage was my thing in every way. I loved to sing. I loved to perform. It was the only thrills I ever got, not out of a love affair, not of anything, was when I was standing on the stage. Unfortunately, you know, I did have a record there where I only sang when I was still in Germany, and I was singing under the aegis of the Kulturbund, and I traveled all over and had built up one-woman concerts, which were extremely successful. Later on, I could have done this here in America too, because Euro got me a contract with NBC to sing in colleges and build a career up there. And there were possibilities, but I decided no, I wanted to stay home with my children. I was very, very happy that I did that. And Maurice at that time had a very modest little business, and I became interested in it. That sounded so great. You mean Russell? Steel. Russell. Yeah. Well, we'll stop for a moment.